Also, Herr Faberhoff, die örtlichen Behörden haben mich beauftragt, ein psychologisches Gutachten über das plötzliche Verschwinden Ihres Bruders Justus Faberhoff zu erstellen. Wann war es denn, dass Sie Ihren Bruder zuletzt sahen? Herr Faberhoff, bitte beantworten Sie die Fragen sachgemäß. Ja, das muss wohl nach der Beerdigung von unserem Vater gewesen sein. Wir waren danach noch was trinken. Und danach haben Sie Ihren Bruder aber nicht mehr gesehen? Nein. Also, doch, nein, doch. Doch, wir waren noch zusammen im Wald spazieren. Wann genau war das? Das weiß ich nicht mehr genau, das tut mir leid. Sie standen sich nahe. Ja, selbstverständlich. Justus war doch mein kleiner Bruder. Sie sprechen von wahr. Glauben Sie nicht, dass Justus noch auftauchen wird? Doch, auf jeden Fall. Wo soll er schon sein? Was haben Sie und Justus unternommen als Kinder? Ja, so wie Kinder halt sind. Draußen am Spielen außer Rand und Band, und später musste ich dann häufiger auf ihn aufpassen, wenn Papa nicht zu Hause war. War Ihr Vater öfter nicht zu Hause? Ja, also der Tod meiner Mutter, der hat ihn innerlich zerrissen, und er sah Justus stets als das letzte Geschenk an, was sie ihm hinterließ, bevor sie dann bei seiner Geburt verstarb. Interessant. Ja. Und in welchem Verhältnis standen Sie und Ihr Vater zueinander? In keinem besonders guten oder schlechten. Also er sah mich mehr als Notlösung an, um auf den kleinen Justus aufzupassen und um den Einkauf zu erledigen oder sonstige Kleinigkeiten. Und Justus blieb immer der kleine Goldjunge, wenn ich das richtig verstanden habe. Bitte antworten Sie in vollständigen Sätzen. Fürs Protokoll. Ja, mein Vater hatte für meinen kleinen Bruder stets mehr übrig, als er für mich übrig hatte. Könnten Sie sich denken, dass Ihr Vater Sie als eine Last wahrgenommen hat? Kann ich mir vorstellen. Allerdings wäre er ohne mich niemals mit der Erziehung von Justus klargekommen. Ich verstehe. Als Sie und Ihr Bruder sich zuletzt gesehen hatten, wie seid ihr beiden da auseinandergegangen? Wissen Sie, ob Justus irgendetwas unternommen hat, wovon er sonst niemandem erzählt hat? Nö. Also nicht, dass ich wüsste. Wie gesagt, wir waren gemeinsam im Wald spazieren und haben da Pilze gesammelt, weil wir früher genau da mit unserem Papa immer so auf Pilze sammeln waren. Und dann hatten wir auch einen echt schönen Tag. Die Sonne hat geschienen, wir waren draußen, und dann hat er mich mit nur einem Satz völlig aus der Fassung gebracht. Was meint ihr denn, Ihr Bruder? War schon immer schön mit Papa. Und du mal ein bisschen sein Liebling warst. Bitte was? Ja. Wie meinst du das denn? Naja, du hattest immer die Verantwortung. Dich hat er immer auf Erledigungen geschickt. Ja, aber das waren Erledigungen, die er sonst mit Mama gemacht hätte oder so. Ich war einfach nur ein Kind, was aus dem Nichts erwachsen werden musste, nur weil du Mama umgebracht hast. Sorry, das hab ich nicht so... Du weißt genauso wie ich, dass ich daran keine Schuld habe. Ja, aber du bist und bleibst der Auslöser dafür. Im Grunde genommen wäre Mama ohne dich noch am Leben und Papa wäre niemals zu diesem Miesepeter geworden, als den ich ihn jetzt in Erinnerung behalten Wer habe. muss ihm immer widersprechen? Hä? Ich meine, du hast ihn doch immer aufgeregt mit deinem pubertären Macho-Gehabe. Vielleicht suchst du die Schuld mal bei dir. Eingebildetes Stück Scheiße. Wer hat am Wickeltisch als kleines Kind gestanden und dein Arschloch geputzt oder dich ins Bett gebracht oder dir was vorgelesen und dich später vom Karateunterricht abgeholt? Was hast du da überhaupt gelernt, du undankbares Mörderkind? Was ich da gelernt habe? Soll ich dir mal zeigen, was ich gelernt habe? Zeig mal! Komm her! Also, Sie und Justus waren spazieren im Wald und gerieten in Streit. Doch was passierte dann?
Wo ist Ihr Bruder jetzt? Kann ich hier offen reden? Ja, sicher. Ja, aber ich meine, Sie erzählen jetzt auch nichts der Polizei oder so. Sofern Sie niemanden geschädigt oder in Lebensgefahr gebracht haben, nein. Alles das, was wir hier besprechen, unterliegt meiner ärztlichen Schweigepflicht. Hören Sie, die Polizei hat mich nur deshalb zu diesem Fall hinzugezogen, weil sie nicht mal weiter wissen, wo sie nach deinem Bruder noch suchen sollen. Darf ich dir das Du anbieten? Ist etwas. Jakob. Nein, ich will Ihnen die Wahrheit erzählen. Und zwar nachdem Justus und ich unsere Diskussion beiseite gelegt haben und Frieden geschlossen haben, sind wir gemeinsam aus dem Wald gegangen und dann sind wir nach Hause gefahren. Und da habe ich ihn auch zuletzt gesehen, in Altona, weil er wohnt ja jetzt in Altona und danach bin ich zu mir nach Hause gefahren. Ich habe mir ein Bad eingelassen, was zu essen gemacht und dann in der Badewanne gegessen. Und danach bin ich schlafen gegangen. Und von Justus habe ich nichts mehr gehört, weder an dem Tag noch an einem anderen. Ich glaube auch ehrlich gesagt nicht, dass ich Ihnen hier noch sonderlich behilflich sein kann. Leider. Also gut, Jakob. Dann bedanke ich mich für unser Gespräch. Ich habe zu danken. Wirklich, ich hoffe auch, ich konnte weiterhelfen, um meines Bruders willen. Ja, Dr. Pracht hier. Also, ich hatte gerade das Gespräch mit Jakob und da ist auf jeden Fall mehr dahinter, als wir alle vermuten. Ja, 100%. Ja. Er ist gerade zur Tür raus. Aber natürlich. Ja klar. Keine Ursache. Viel Erfolg. Bitte. Wiederhören.